Der Meister bedachte sie mit einem Lächeln und winkte Shani, Ardea und Lukian hinter sich her. Lassen wir sie ein bisschen alleine. Shani lief ihnen zwar hinterher, sah aber unentwegt zurück zu diesem ungleichen Paar. »Shani«, ermahnte Ardea sie und bewahrte sie davor, in den Türstock zu laufen. Shani wendete ihren Blick ungern ab. Was passiert hier gerade? Da verbrachten sie ein ganzes Leben miteinander und niemals, wirklich niemals, hatte sie bei Salika solch einen Gefühlsausbruch erlebt. »Und der ist auch dein Bruder?« fragte sie an Lukian gerichtet, als der Meister sie hinter der Eingangstür in einen kleinen Nebenraum mit Stühlen und eingedeckten Tischen führte. »Der?« wiederholte Lukian lachend und folgte der Handbewegung des Meisters zu den Fenstern auf der gegenüberliegenden Seite, von wo aus man auf den Vorplatz der Halle sehen konnte. »Sein Name ist Kirill.« Er lehnte sich an die Fensterbank. »Setzt euch doch«, bat der Meister und nahm als erstes am Kopfende von einem der Tische Platz. Lukian setzte sich zu seiner Rechten und Shani sich zu seiner Linken. Ardea setzte sich neben Shani. Shanis Magen knurrte. Der Meister lachte. Es wird höchste Zeit für eine Feuersuppe. Salika konnte nicht unterscheiden, ob es Kirills oder ihr eigenes Herz war, das sie an ihrem Brustkorb spürte. Genauso plötzlich, wie sie ihm um den Hals gefallen war, ließ sie ihn wieder los. Ihr inneres Feuer rumorte. »Musst du schon wieder kotzen?« Salika wusste seinen Blick nicht zu deuten. Verwundert legte sie sich eine Hand auf die Brust. »Nein!« Sie lachte und weinte gleichzeitig weißen Rauch. Kirill starrte sie an. Was bedeutet das, wenn weißer Rauch aus deinen Augen kommt?« Salika blinzelte schneller und fächerte sich mit den Händen Luft ins Gesicht, damit der Rauch schneller verflog. Dann ergriff sie seine Hand. »Etwas Gutes.« Kirill schien aufzuatmen. »Hast du dir Sorgen gemacht?« Sie sah ihm aufmerksam von einem Auge ins andere. Ein verlegenes Lächeln huschte über sein Gesicht. »Naja, ich hatte noch nie Kontakt zu Fyranern und dann darf ich gleich ihre Trägerin kennenlernen. Das ist schon etwas Besonderes.« Sie strahlte ihn an. »Ja, das ist es, Wasserträger.« Sie drückte seine Hand noch einmal, bevor sie ihn wieder losließ. Und obwohl ihr inneres Feuer unzufrieden flackerte, fühlte Salika eine große Erleichterung. Sie wusste nicht weshalb. »Wie heißt du?« fragte sie ihn. Er seufzte und reichte ihr wieder beide Hände. »Wagen wir noch einen Versuch.« Salika konnte ihren Blick nicht von seinem lösen. Das Blau, das in ihr gerade noch Wirkreiz ausgelöst hatte, ließ nun eine Hoffnung in ihr aufsteigen. Sie nickte und legte ihre Hände wieder in seine. Wieder führte er sie an seine Lippen. »Ich heiße Kirill. Es ist mir eine große Ehre, dich kennenzulernen, Salika.« Da ging die Tür zum Treppenhaus auf und der Waterlei mit den türkisen Haaren und der Moderator des Wettbewerbs kamen herein. Beide machten überraschte Gesichter, als sie erblickten, und im nächsten Moment verlegene. »Entschuldigt, wo sind Luca und der Meister?« fragte der Türkishaarige in die Stille. Salika und Kirill ließen ihre Hände sinken und sahen fragend im Raum herum. »Ich vermute, sie sind zu dieser Tür hinaus.« Kirill deutete auf die Tür neben der, zu der die beiden gerade hereingekommen waren. Salika ging zielstrebig auf die Neuankömmlinge zu und reichte dem Waterlei die Hand. »Vielen Dank nochmal für gestern. Das wasserfreie Eck hat sehr gut getan.« »Sehr gern. Wir wollten euch schließlich in eurer Bestform sehen«, grinste er sie schelmisch an und öffnete lachend die andere Tür. »Für dein Alter bist du aber ganz schön frech«, quittierte Salika seine Bemerkung und ging mit ihm in den Nebenraum. Der Terraner, der den Wettbewerb moderiert hatte, kam neben sie. »Schön, dass wir uns nochmal sehen.« »Ja, das stimmt. Kannst du mir bitte nochmal deinen Namen sagen? Der ist bei mir in der ganzen Aufregung untergegangen.« »Das kann ich verstehen. Ich bin Goramora.«